Hallo, wie heißen Sie? Hallo, ich bin John. Und du? Mein Name ist Anna. Es freut mich, Sie kennenzulernen, John. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Anna. Was für ein herrlicher Tag. In der Tat, die Sonne scheint und der Park sprüht vor Energie. Das ist es in der Tat. Kommen Sie oft hierher? Ja, das tue ich. Ich genieße die frische Luft und das Lachen der anderen. Also, Das ist mein erster Besuch. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. das freut mich zu hören. Was hat Sie heute hierher geführt? Ich suchte einen ruhigen Ort zum Lesen. Habe ich den richtigen Ort gewählt? So, vielleicht findest du sogar zwischen den Bäumen etwas Inspiration. Das klingt herrlich. Lesen Sie auch gern? Schon, ich liebe Roman. Sie erlauben mir, der Realität zu entfliehen. Also, Ich bevorzuge Sachbücher. Ich lerne gerne neue Dinge. das ist interessant. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Ich habe gerade ein Buch über die Geschichte der Erfindungen beendet. Es war faszinierend. Das klingt faszinierend. Ich liebe es, wie Erfindungen unser Leben prägen. Ja, es ist erstaunlich, wie Kreativität den Fortschritt vorantreibt. Was finden Sie faszinierend? Ich bin fasziniert von verschiedenen Kulturen und ihren Traditionen. Das ist ein wunderbares Hobby. Sind Sie schon viel gereist? Ich bin schon in einige Länder gereist. Jedes hat seinen ganz eigenen Charme. Ich würde mich freuen, irgendwann einmal von deinen Reisen zu hören. Ich teile es gerne, vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Das klingt nach einem perfekten Plan. John, was bedeutet dein Name? Mein Name bedeutet Gott ist gnädig. Klingt doch gut, oder nicht? Das stimmt. Mein Name Anna bedeutet Anmut. Wir haben also ein gemeinsames Thema. Wie interessant. Haben deine Eltern deinen Namen aus einem besonderen Grund gewählt? Ja, sie wollten einen Namen, der Freundlichkeit symbolisiert. Und deine Eltern, Ihnen gefielen der Klang und die Bedeutung. Ich denke, Sie haben eine gute Wahl getroffen. da stimme ich zu. Namen haben oft eine große Bedeutung. Gefällt dir dein Name? Ja, das tue ich, obwohl ich mir manchmal wünschen würde, es wäre etwas einzigartiger. Einzigartige Namen haben ihren Reiz. Mein Name ist allerdings recht verbreitet. Stimmt, es ist ein klassischer Name. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ihn zu ändern? Nicht wirklich. Ich fühle mich damit verbunden. Wolltest du deins jemals ändern? Ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht etwas Abenteuerlicheres, wie zum Beispiel Phönix. Phönix ist eine faszinierende Wahl. Er symbolisiert Wiedergeburt und Stärke. Genau, es wäre toll, einen Namen zu haben, der Neugierde weckt. Das wäre es ganz bestimmt. Was würdest du tun, wenn du einen einzigartigen Namen hättest? Ich glaube,
Ich würde mich mit einem Paukenschlag vorstellen. Das klingt unterhaltsam. Vielleicht könntest du dir sogar eine Hintergrundgeschichte ausdenken. Ja, ich könnte sagen, ich bin ein Reisender aus einem fernen Land. Das wäre ein toller Gesprächseinstieg. Das. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig lustige Namen ausdenken. Ich bin neugierig. Was würdest du für mich wählen? Wie wäre es mit Starling, passend zu ihrer lebhaften Persönlichkeit? Das gefällt mir. Und für dich würde ich Navigator wählen, wegen deines Abenteuergeistes. Navigator klingt doch gut. Das nehme ich als Kompliment. John, wo liegt deine Heimatstadt? Ich komme aus einer kleinen Stadt namens Maplewood. Sie ist bekannt für ihren Ahornsirup. Das klingt herrlich. Ich komme aus einer lebhaften Stadt namens Riverton. Riverton. Ich stelle mir vor, es ist voller Leben und Aktivität. Das stimmt. Wir haben Festivals, Märkte und eine lebendige Kunstszene. Maplewood ist ruhiger. Wir haben jedes Jahr ein bezauberndes Herbstfest. Der Herbst klingt dort wunderschön. Gibt es bei euch irgendwelche besonderen Traditionen? Ja, wir haben einen Ahornsiruptag, an dem sich alle versammeln, um die Bäume anzuzapfen. Das klingt nach einer tollen Gemeinschaftsveranstaltung. Was macht man denn dort? Wir kochen den Saft ein und stellen frischen Sirup her. Es ist ein süßes Erlebnis. Das würde ich sehr gerne mal ausprobieren. Was ist deine schönste Erinnerung an dieses Festival? Ich erinnere mich daran, wie ich mit meinen Freunden um die Wette gelaufen bin, wer als erster einen Eimer füllen konnte. Das klingt nach einem Wettbewerb. In Riverton findet jeden Sommer ein Musikfestival statt. Ein Musikfestival? Das klingt spannend. Welche Musikrichtungen gibt es denn? Es treten lokale Bands auf und es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Pop, Rock und Jazz. Das klingt wunderbar. Ich würde es genießen, dort neue Musik zu entdecken. Das solltest du unbedingt besuchen. Es zieht jedes Jahr Besucher aus aller Welt an. Ich würde die Energie eines Stadtfestes so gerne erleben. Das ist wirklich ein beeindruckendes Schauspiel. Was gefällt Ihnen am meisten an Maplewood? Ich genieße die Ruhe und die wunderschönen Landschaften. Die Natur ist überall. Es klingt herrlich. Ich schätze das Stadtleben, aber die Natur hat auch ihren Reiz. Vielleicht könnten wir Erfahrungen austauschen. Ich könnte dir Maplewood zeigen. John, was ist dein Lieblingsessen? Ich würde sagen, Pizza. Sie ist vielseitig und lecker. Pizza ist ein Klassiker. Hast du einen Lieblingsbelag? Ich liebe Peperoni. Sie gibt dem Ganzen genau die richtige Würze. Und du? Ich bin ein Sushi-Fan. Frischer Fisch hat einfach etwas Besonderes. Sushi ist faszinierend. Ich habe es schon ein paar Mal probiert, bin aber nie so richtig warm damit geworden. Es ist vielleicht ein Geschmack, an den man sich erst gewöhnen muss. Haben Sie schon einmal ungewöhnliche Gerichte probiert? Ich habe mal auf einem Jahrmarkt frittierte Grillen gegessen. Sie waren überraschend knusprig.
Frittierte Gräne. Das ist ja abenteuerlich. Ich habe das noch nicht probiert. Und du? Hast du etwas Ungewöhnliches probiert? Ich habe einmal Schnecken probiert. Sie waren butterig und knoblauchig, sehr lecker. Schnecken. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich jemals Schnecken essen würde. Es klingt schlimmer, als es ist. Der Geschmack ist das Wichtigste. Ich nehme an, das stimmt. Was ist dein Lieblingsessen? Margantise. Es erinnert mich an meine Kindheit und macht mich immer glücklich. Eine klassische Wahl. Ich bevorzuge eine herzhafte Schüssel Chili, wenn ich mich danach wohlfühle. Chili ist perfekt für kalte Tage. Bereitest du es selbst zu? Ich schon. Ich experimentiere gern mit Gewürzen. Und du so mit Mark-Anchese? Ich füge verschiedene Käsesorten und manchmal Speck für zusätzlichen Geschmack hinzu. Das klingt köstlich. Wir könnten ja mal eine Essensherausforderung machen. Ich bin dabei. Jeder von uns könnte sein Lieblingsgericht zubereiten. Ja, ein Geschmackstest, um herauszufinden, welche Sorte die beste ist. John, was machst du in deiner Freizeit? Ich male gern. Es erlaubt mir, mich kreativ auszudrücken. Mein klingt wunderbar. Was malst du denn am liebsten? Ich bevorzuge Landschaftsaufnahmen. Die Natur inspiriert mich. Und du? Ich liebe die Fotografie. Momente festzuhalten ist meine Leidenschaft. Das ist beeindruckend. Haben Sie ein Lieblingsmotiv, das Sie fotografieren? Ich fotografiere gerne Menschen in ungestellten Momenten. Das offenbart ihre wahren Gefühle. Das klingt faszinierend. Da muss ich mir wohl ein paar Fotografietipps von dir abschauen. Ich teile es gerne. Was gefällt Ihnen am Malen am besten? Ich liebe das Mischen von Farben. Es fühlt sich an wie Magie. Das ist eine wunderschöne Beschreibung. Haben Sie Ihre Arbeiten schon einmal ausgestellt? Ich hatte letztes Jahr eine kleine Ausstellung. Es war nervenaufreibend, aber lohnend. Das kann ich mir vorstellen. Es muss sich unglaublich anfühlen, seine Kunst mit anderen zu teilen. Das stimmt. Stellen Sie Ihre Fotografien irgendwo aus. Einige meiner Werke habe ich bereits online geteilt, aber ich träume davon, eines Tages eine Galerieausstellung zu veranstalten. Das wäre fantastisch. Ich finde, Ihre Arbeit verdient es, gesehen zu werden. Danke, John. Ich weiß deine Unterstützung sehr zu schätzen. Was inspiriert dich beim Malen? Vor allem der Wechsel der Jahreszeiten. Jeder hat ihren eigenen Reiz. Die Natur ist wirklich inspirierend. Hast du schon einmal ein unvergessliches Kunstwerk geschaffen? Ja, ich habe einen Sonnenuntergang über einem See gemalt. Die Farben waren atemberaubend. Das klingt fantastisch. Ich würde es eines Tages sehr gerne sehen. Ich bringe es beim nächsten Treffen mit. Du kannst mir dann deine ehrliche Meinung sagen. John, schaust du gerne Filme? Absolut. Es gibt nichts Schöneres als einen guten Film. Und du?
Ich bin ein großer Filmfan. Ich liebe es, wie sie uns in andere Welten entführen. Genau. Welches Genre bevorzugst du? Ich mag Komödien. Ich lache gern. Komödien sind toll. Ich persönlich mag Thriller aber lieber. Die fesseln mich total. Thriller können spannend sein. Hast du einen Lieblingsfilm? Ich würde sagen, Inkeption. Das Konzept ist verblüffend. Injektion ist genial. Ich liebe, wie der Film mit Träumen und Realität spielt. Was ist deine Lieblingskomödie? Ich liebe The Grand Budapest Hotel. Es ist skurril und visuell atemberaubend. Das ist eine fantastische Wahl. Der Humor ist so einzigartig. Hast du das schon mal mit Freunden gesehen? Es sorgt für große Lacher in der Gruppe. Ja, das habe ich. Wir konnten uns vor Lachen über die Absurdität nicht mehr halten. Gemeinsame Filmabende sind einfach die besten. Schaut ihr lieber zu Hause oder im Kino? Ich genieße das Kinoerlebnis. Die große Leinwand ist unschlagbar. Da stimme ich zu. Die Atmosphäre trägt zur Spannung eines Films bei. Und Popcorn darf natürlich nicht fehlen. Hast du einen Lieblingssnack? Ich liebe Nachos. Der Käsegeschmack ist einfach unwiderstehlich. Nachos im Kino? Das klingt ja nach purem Genuss. Das stimmt. Vielleicht sollten wir einen Filmabend mit unseren Lieblingssnacks veranstalten. Das fände ich toll. Wir könnten zur Abwechslung eine Komödie und einen Thriller aussuchen. John, reist du gern? Ich bin total begeistert. Neue Orte zu entdecken ist eine meiner Leidenschaften. Und du? Ich bin reisebegeistert. Jede Reise bringt neue Abenteuer. Welcher Ort, den Sie besucht haben, ist Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben? Ich würde sagen Japan. Die Mischung aus Tradition und Moderne hat mich fasziniert. Japan klingt fantastisch. Was hat dir dort am besten gefallen? Ich fand die Kirschblüte im Frühling wunderschön. Sie war atemberaubend. Das muss ein wunderschöner Anblick gewesen sein. Das wollte ich schon immer mal sehen. Du solltest unbedingt hinfahren. Was ist denn dein liebstes Reiseziel? Ich habe Italien sehr genossen. Die Geschichte und das Essen sind außergewöhnlich. Italien steht auch auf meiner Liste. Welche Stadt hast du besucht? Ich bin nach Rom gereist. Die Architektur war beeindruckend. Das kann ich mir nur vorstellen. Hast du irgendwelche lokalen Gerichte probiert? Ja, ich habe authentische Pasta und Gelato gegessen. Es war himmlisch. Gato in Italien ist ein Muss. Was war dein lustigstes Reiseerlebnis? Ich habe mich in Venedig verlaufen. Am Ende landete ich in einem urigen kleinen Café, also hat sich alles zum Guten gewendet. Das klingt nach einem glücklichen Zufall. Ich habe mal meinen Zug verpasst und bin dann auf einem lokalen Fest gelandet. Was für ein glücklicher Zufall. Festivals sind eine großartige Möglichkeit, in die Kultur einzutauchen. Das stimmt wirklich.
Reisen lehrt uns so viel über die Welt. Da stimme ich zu. Jedes Abenteuer bereichert unsere Geschichten. Wohin geht deine nächste Reise? Ich überlege, nach Griechenland zu reisen. Die Inseln sehen traumhaft aus. Griechenland klingt perfekt. Die Strände und Ruinen wären unglaublich spannend zu erkunden. John, hast du Haustiere? Ja, ich habe einen Hund namens Max. Er ist ein Golden Retriever. Golden Retriever sind so freundlich. Was liebst du am meisten an Max? Seine verspielte Art. Er bereichert meinen Tag immer. Hast du auch Haustiere? Ich habe eine Katze namens Whiskers. Sie ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Whiskers ist ein süßer Name. Was macht sie so besonders? Sie hat eine eigenwillige Persönlichkeit. Sie liebt es, im Haus Schatten zu jagen. Das klingt unterhaltsam. Versteht sie sich gut mit Max? Sie haben eine Hassliebe. Manchmal spielen sie miteinander, manchmal wettern sie um Aufmerksamkeit. Klassisch. Max kann auch ein bisschen eifersüchtig sein. Er teilt die Aufmerksamkeit nicht gern. Es ist witzig, wie unterschiedlich Haustiere sein können. Was ist Marks Lieblingsbeschäftigung? Er liebt lange Spaziergänge im Park. Er freut sich, andere Hunde zu treffen. Whiskers liegt am liebsten an sonnigen Plätzen. Sie genießt ein ausgiebiges Nickerchen. Katzen haben ein Händchen dafür, die perfekten Schlafplätze zu finden. Das tun sie wirklich. Hast du Max schon mal mit auf eine Reise genommen? Ja, ich habe ihn einmal mit zum Strand genommen. Er hatte einen Riesenspaß. Das muss ein tolles Abenteuer gewesen sein. Whiskers bleibt aber lieber zu Hause. Katzen lieben ihre Komfortzone. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, mit ihr eine Reise zu unternehmen? Ich habe darüber nachgedacht, aber ich befürchte, sie würde gestresst werden. Das ist verständlich. Manche Haustiere sind anpassungsfähiger als andere. Ja, vielleicht könnten wir mal ein Treffen zum Spielen mit unseren Haustieren planen. Das klingt nach einer tollen Idee. Max würde Whiskers sehr gerne kennenlernen. John, wie stehst du zur Technologie? Ich finde es gleichermaßen faszinierend und frustrierend. Es verändert sich so schnell. Da stimme ich zu. Manchmal ist es echt überwältigend, mit einem Schritt zu halten. Genau. Kaum hat man etwas gelernt, kommt schon wieder etwas Neues ans Licht. Was war das frustrierendste technische Problem, mit dem Sie je konfrontiert waren? Ich habe einmal versehentlich ein wichtiges Dokument gelöscht. Ich war am Boden zerstört. Oh nein, das ist ja ein Albtraum. Ich hatte auch schon so einige technische Pannen. Was ist mit dir passiert? Ich habe versucht, mein Handy zu aktualisieren und es hat sich stundenlang aufgehängt. Ich dachte schon, ich hätte es kaputt gemacht. Das klingt stressig. Konntest du das Problem beheben? Darf schließlich. Ich musste es neu starten. Es war eine Erleichterung, als es wieder funktionierte. Technologie kann unberechenbar sein. Haben Sie ein Lieblingsgerät?
Ich liebe meine Kamera. Sie hilft mir, schöne Momente festzuhalten. Das ist eine hervorragende Wahl. Ich bin ein Fan meines Tablets. Es ist perfekt zum Lesen und Zeichnen. Tablets sind so vielseitig. Nutzt du denn auch für andere Zwecke? Ich schaue mir manchmal Filme darauf an. Es ist praktisch für Reisen. Das klingt nützlich. Ich schaue aber lieber auf einem größeren Bildschirm. Ich verstehe. Das Kinoerlebnis ist schwer zu übertreffen. Besuch. Hatten Sie schon einmal einen technischen Ausfall während einer Präsentation? Ja, mein Laptop ist genau dann abgestürzt, als ich meine Präsentation halten musste. Das war peinlich. Das ist ja ein Albtraum. Mir ist mal während des Unterrichts ein Video ausgefallen. Technologie kann unberechenbar sein, aber sie macht das Leben interessant. John, interessierst du dich für Mode? Ja, unbedingt. Ich finde, es ist eine tolle Möglichkeit, sich auszudrücken. Folgst du Trends? Ich versuche es, aber ich befinde mich oft in meiner Komfortzone. Wie ist das bei dir? Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Stilen. Manchmal gelingt es gut, manchmal nicht. Das klingt abenteuerlich. Hattest du schon mal ein modisches Missgeschick? Oh ja, ganz bestimmt. Ich habe einmal zu einem wichtigen Meeting unpassende Schuhe getragen. Unterschiedliche Schuhe. Das ist ja mal eine Aussage. Wie ist es denn gelaufen? Es war peinlich. Die Leute haben es bemerkt und ich konnte nicht aufhören, daran zu denken. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe mal ein Kleid getragen, das viel zu groß für mich war. Ich kam mir vor, als würde ich darin versinken. Das muss ja unangenehm gewesen sein. Hast du es aber geschafft? Ich habe es versucht. Ich habe einen Gürtel hinzugefügt, damit es besser aussieht, aber ich habe mich trotzdem unwohl gefühlt. Mode kann knifflig sein. Was ist dein Lieblingsoutfit, wenn es um Komfort geht? Ich liebe kuschelige Pullover und Jeans. Das ist stylisch und gleichzeitig bequem. Eine klassische Wahl. Ich bevorzuge ein gut sitzendes Hemd und Chinos. Das ergibt eine schöne Balance. Das klingt toll. Macht es Ihnen Spaß, Kleidung einzukaufen? Ja, aber ich finde Einkaufen oft überfordernd. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Da stimme ich zu. Manchmal stöbere ich einfach nur, ohne etwas zu kaufen. Genau. Schaufensterbummel kann aber durchaus Spaß machen. Das stimmt. Vielleicht sollten wir mal zusammen einkaufen gehen. Das fände ich toll. Wir können uns gegenseitig helfen, die perfekten Outfits zu finden. John, bist du ein Sportfan? Ich schon. Ich schaue gerne Fußball und Basketball. Und du? Ich liebe es, Tennis zu schauen. Die Spiele können so spannend sein. Tennis ist spannend. Hast du einen Lieblingsspieler? Ja, ich bewundere Serena Williams. Ihre Entschlossenheit ist inspirierend. Sie ist unglaublich. Ich bin ein Fan von LeBron James im Basketball. Seine Fähigkeiten sind unübertroffen.
Er ist eine Legende. Treibst du selbst Sport? Ich habe in der Highschool Basketball gespielt. Ich war gar nicht so schlecht. Das ist beeindruckend. Ich habe einige Jahre lang Tennis gespielt. Es war ein tolles Training. Tennis erfordert viel Ausdauer. Spielst du noch? Ich versuche gelegentlich zu spielen, bin aber nicht mehr so regelmäßig wie früher. Das Leben kann ganz schön hektisch sein. Was ist deine schönste Sporterinnerung? Ich habe einmal ein großes Tennisturnier besucht. Die Atmosphäre war elektrisierend. Das klingt ja fantastisch. Ich erinnere mich daran, mit Freunden bei einem Basketballspiel gewesen zu sein. Das war ein Riesenspaß. Liebe-Spiele haben eine ganz besondere Energie. Verfolgen Sie bestimmte Mannschaften. Ja, ich bin Fan der Los Angeles Lakers. Ihre Geschichte ist beeindruckend. Eine klassische Wahl. Ich bin eher Fan der New York Knicks. Sie haben eine treue Anhängerschaft. Die Knicks blicken auf eine lange und traditionsreiche Geschichte zurück. Es muss spannend sein, ihre Spiele zu verfolgen. Das stimmt. Wir sollten mal zusammen ein Spiel anschauen. Das fände ich toll. Wir könnten ein paar Snacks genießen und unsere Mannschaften anfeuern. John, welche Art von Musik hörst du gern? Ich höre so ziemlich alles Mögliche, aber Rockmusik liebe ich am meisten. Und du? Ich bin ein großer Fan von Popmusik. Sie versetzt mich immer in gute Laune. Pop ist toll. Hast du einen Lieblingskünstler? Ja, ich liebe Taylor Swift. Ihre Texte sind so nachvollziehbar. Taylor Swift ist talentiert. Ich bevorzuge klassische Rockbands wie Queen und die Rolling Stones. Das sind Legenden. Welches ist dein Lieblingslied von Queen? Bohemian Rhapsody ist ein Meisterwerk. Es hat so viele Ebenen. Das ist eine fantastische Wahl. Ich liebe Ihren Erzählstil in Love Story. Love Story ist ein Ohrwurm. Warst du schon mal auf einem Konzert? Ja, ich habe letzten Sommer ein Popkonzert besucht. Die Stimmung war elektrisierend. Konzerte sind unvergessliche Erlebnisse. Ich war mal auf einem Rockfestival. Es war unglaublich. Das klingt fantastisch. Hast du Bands gesehen, die dir besonders gut gefallen haben? Ja, ich habe meine Lieblingsband live gesehen. Ein Traum ist wahr geworden. Ich kann es mir nur vorstellen. Ich hoffe, Taylor Swift eines Tages Liebe zu sehen. Das wäre ein unglaubliches Erlebnis. Was würdest du tun, wenn du sie treffen würdest? Ich wäre wahrscheinlich sprachlos. Ich würde ihr so gerne sagen, wie viel mir ihre Musik bedeutet. Das ist ja toll. Ich würde meine Lieblingsband nach ihrem kreativen Prozess fragen. John, was wolltest du als Kind werden? Ich träumte davon, Astronautin zu werden. Die Idee des Weltraums faszinierte mich. Das ist ein fantastischer Traum. Ich wollte Tierärztin werden. Ich habe Tiere geliebt. Tieren zu helfen klingt lohnend. Hattest du als Kind Haustiere?
Ja, ich hatte einen Hund namens Buddy. Er war mein bester Freund. Das ist ja süß. Ich hatte auch mal eine Schildkröte. Ich habe sie Speedy genannt, obwohl sie langsam war. Speedy ist ein lustiger Name für eine Schildkröte. Hat es dir Spaß gemacht, dich um ihn zu kümmern? Ja, das habe ich. Es war interessant, mehr über seine Gewohnheiten zu erfahren. Und du und Buddy? Ich ging mit ihm spazieren und spielte mit ihm Apportieren. Er war immer voller Energie. Hunde bringen so viel Freude. Haben sich deine Kindheitsträume im Laufe des Erwachsenwerdens verändert? Das Abendsee. Stattdessen habe ich meine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt. Das ist ja wunderbar. Ich wollte erst Astronautin werden und bin dann Grafikdesignerin geworden. Beide Wege sind kreativ. Träumst du immer noch davon, den Weltraum zu erforschen? Manchmal. Ich finde es immer noch faszinierend, auch wenn ich kein Astronaut bin. Es ist nie zu spät, neue Träume zu entdecken. Was ist dein aktueller Traum? Ich möchte die Welt bereisen und verschiedene Kulturen kennenlernen. Und du? Ich träume von einer erfolgreichen Karriere als Fotografin, in der ich Geschichten durch meine Linse einfange. Ich glaube fest daran, dass du das schaffen wirst. Unsere Kindheitsträume können unsere Zukunft prägen. John, sprichst du noch andere Sprachen? Ich spreche ein bisschen Spanisch. Ich habe es in der Schule gelernt. Und du? Ich kann etwas Französisch. Ich finde es eine wunderschöne Sprache. Französisch ist wunderschön. Können Sie etwas auf Französisch sagen? Bonjour, comment ça va? Es bedeutet Hallo, wie geht es dir? Das klingt gut. Lass mich es versuchen. Hola, ¿cómo estás? Das bedeutet dasselbe auf Spanisch. Super gemacht. Es macht Spaß, verschiedene Sprachen zu lernen. Das stimmt. Üben Sie oft Ihr Französisch? Ich versuche es. Ich schaue französische Filme, um mein Hörverständnis zu verbessern. Das ist eine gute Idee. Ich sollte mir spanische Filme ansehen, um meinen Wortschatz zu erweitern. Suruf. Es macht das Lernen zum Vergnügen. Waren Sie schon einmal in einem spanischsprachigen Land? Ja, ich war letztes Jahr in Spanien. Es war ein fantastisches Erlebnis. Das klingt wunderbar. Konntest du dort dein Spanisch üben? Ja, das habe ich. Es war hilfreich, mit Einheimischen zu kommunizieren. Ich würde sehr gerne Frankreich besuchen und mein Französisch üben. Das solltest du unbedingt tun. Es wäre ein fantastisches Abenteuer. Wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig herausfordern, jede Woche einen neuen Ausdruck zu lernen? Die Idee gefällt mir sehr. Sie würde uns motivieren und unsere Fähigkeiten verbessern. John, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich hoffe, die Welt zu bereisen und als Grafikdesignerin zu arbeiten. Und du? Ich sehe mich als erfolgreiche Fotografin, die Geschichten und Momente einfängt. Das klingt wunderbar. Haben Sie ein bestimmtes Traumreiseziel im Sinn? Ich würde Island
mit seinen atemberaubenden Landschaften sehr gerne erkunden. Hille, Ich träume davon, Japan zu besuchen. Die Kultur und die Landschaft faszinieren mich. beide Orte sind unglaublich. Ich kann mir die atemberaubenden Fotos vorstellen, die du machen würdest. Und ich kann mir vorstellen, wie du die Schönheit der isländischen Natur einfängst. Was wird Ihrer Meinung nach die größte Veränderung in den nächsten 10 Jahren sein? Ich glaube, die Technologie wird sich weiterhin rasant weiterentwickeln und Auswirkungen auf unsere Arbeitsweise und unsere Kommunikation haben. Das stimmt. Ich bin gespannt, wie sich die Fotografie mit den neuen Technologien verändern wird. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Künstler ihre Stile und Techniken anpassen. Tja, ich hoffe, wir können diese Veränderungen annehmen und unsere Kreativität bewahren. Absolut. Ich glaube, unsere Leidenschaft wird uns leiten, egal welche Veränderungen kommen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig auf unseren Wegen unterstützen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wohin uns unsere Träume führen werden.